Hallo liebe Familie, heute ist unser letzter Tag in Asunción. Wir waren jetzt 2 Monate hier, war sehr schön. Wir haben ein schönes Apartment gefunden mit grünem Garten und trotz alledem wollen wir jetzt wieder ein bisschen mehr in die Natur und weg von der Stadt. 2 Monate ist wieder mal genug. Was haben wir gemacht die letzten 2 Monate? Wir haben viele Bekanntschaften geschlossen, wir haben uns Grundstücke angeschaut, Wohnungen. Ich habe ein paar Schulen besichtigt, was sehr interessant war. Und jetzt geht es einmal Richtung Süden. Das Ziel wird sich noch herausstellen. Und ich glaube, der Paul schreit schon. Ja, wir gehen los. Und es geht los. I need a little bit. Okay. Unsere Fahrt in den Süden beginnt. Nach ein paar Stunden Fahrt hatten wir das Vergnügen mit der Polizei. Was folgt, ist Material unserer Dashcam. Jetzt möchte ich dich fragen, glaubst du, wir wurden reingelegt? Oder sind wir Kriminelle und hatten nur Pech, dass die Polizei genau hier stand? Was ist passiert? Dieser Lastwagen blinkt zuerst rechts, dann mit Warnblinkanlage. Es war dunkel und wir konnten nicht sehen, dass er das genau vor einer Polizeistation macht. Es gab die doppelte Sperrlinie. Falls du in Paraguay wohnst, weißt du, dass die doppelte Sperrlinie nicht sehr aussagekräftig ist, weil wirklich jeder links überholt. Und diesmal auch wir. Aber was für ein Glück, dass die Polizisten genau hier in Eiseskälte stehen und uns gleich runterwinken. Was hätte denn sonst noch passieren können? Wir mussten sofort aussteigen. Man muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass das Gespräch nicht sehr angenehm war. Außerdem wurden wir das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt. Hier nochmal, um sich diese Vorgehensweise des Lastwagens bewusst zu machen. Wenn dir das mal passieren sollte, pass auf, es könnte genau vor der Polizei sein. Glaubst du, wir wurden absichtlich dazu verführt, ein Verbrechen zu begehen, oder war es einfach nur Pech? So, der nächste Morgen. Wir haben gestern noch in Villa Florida Halt gemacht, in diesem Hotel hier. Und ich muss sagen, der Polizeistopp gestern liegt mir noch ein bisschen im Magen. Man stellt sich die Frage, was hätte man besser machen können? Es ist halt hier eine gängige Praxis, dass Lastwagenfahrer einem andeuten, dass man links vorbeifahren kann. Und das haben wir gemacht und das ist uns dann zum Verhängnis geworden. Jetzt ist das aber in Paraguay üblich. Wir haben das auch schon öfters gehört von anderen Leuten, dass ihnen sowas passiert ist. Es ist uns auch mal passiert. Wir hoffen, dass wir nicht wieder so schnelles Vergnügen mit der Polizei haben. Und neuer Tag, neues Glück. Das hier war ein sehr nettes Restaurant in Villa Florida. Genau das Richtige, um den Schreck vom Vortag zu überwinden. So, wir haben ja gerade Halt gemacht zum Frühstücken in einem kleinen Restaurant in Villa Florida. Wir haben Eier gegessen, Empanada und der Paul ist ganz begeistert von seinem Pomelo, Jugo de Pomelo. Jugo de pomelo. Mhm. Sí. ¿Por qué? Muy delicioso. Sí, muy delicioso. Sin azúcar. Mhm. Es ist bitter, aber das ist genauso, wie wir unsere Säfte mögen eigentlich. So, wir fahren weiter. How long to our destination? About 3 hours. So, noch 3 Stunden Autofahrt. Und was machen wir, wenn ein Lastwagen wieder rechts blinkt bei einer doppelten Sperrlinie? Taking over. Taking over. Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Was macht man in der Situation? Aber hoffen wir mal aufs Beste. Yeah. Kurzer Tankstellenstopp zum Reifendruck kontrollieren.
35. Yeah. 34? We have it so high. Maybe a mechanic did it. But it should be 32. Ja. Ja, super. So, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee. Ich werde schauen, ob sie bei der Tankstelle was haben. Señorita, ¿tienes un café espresso? De cafés tengo los que tengo acá. Que serían corto, cortado, café con leche, chocolatada. ¿Está bien? Sí. Ok. Aquí tienes el edulcorante por si quieres agregarle. No necesito. Ok, Muchas bueno. gracias. Bueno. Okay. Maybe it's Thank you. So, eigentlich für einen Kaffee reingegangen in die Tankstelle und rausgekommen mit Kaffee und Yerba Mate. Irgendeinen organischen Terere. Terere. Schaut gut aus. Super organic, super natural. Der Paul trinkt ja kein Terere, Not anymore. It's so addictive. aber es wäre für mich. My precious. Wieder die schöne paraguayische Landschaft genießen. Unser zweiter Tankstellenstopp. Der Paul hat gerade einen Coaching-Call reingekriegt. Jetzt sind wir schnell stehen geblieben und uns ins Wi-Fi eingeloggt. Wir sind jetzt schon 3 Stunden unterwegs und wir sind sicher noch eine weitere Stunde unterwegs. Aber ja, ist schön dort, es ist endlich wieder wärmer, dass die letzten Tage so kalt war. Und jetzt sage ich euch den Paul, jetzt sind wir ganz engaged. That's not so necessary. So 100%. But I have the same problem. I started eating goat and I lost so much weight, and I was already very skinny myself. I didn't do it because I wanted to lose weight. And so I noticed that you need to add more. Wir sehen schon die wunderschöne Sicht auf Encarnación über den Fluss und die Stadt. Schaut voll schön aus. Und jetzt schauen wir mal, was die Stadt für uns zu bieten hat. Wie du siehst, hat es uns nach Encarnación verschlagen. Dies wird voraussichtlich nur ein kurzer Stopp sein. Wenn du sehen möchtest, was wir in Encarnación erleben, klicke jetzt auf Abonnieren und verpasse nicht mein nächstes Video. Danke an alle für eure Vorschläge, welche Orte wir auf jeden Fall sehen sollen. Schreibt gerne weitere Ideen in die Kommentare und wir kommen euch bald besuchen. Hasta luego!